Wie schafft man es, im Ausland zu überleben? Heute geht es mal um was ganz anderes. Nicht um das Meer hinter mir, nicht um Baden gehen, nicht um den Strand, nicht um Feiern, nicht um Bier, nicht um Nachbarschaft, gute Leute, Freundschaften und so weiter. Heute geht es mal darum, wie man überhaupt klarkommt hier im Ausland, wie man es schafft, durchzuhalten, wie man die Dürrephasen übersteht. Und wer hier wahrscheinlich, und nicht nur hier in Georgien, ich vermute mal überall da draußen in der Welt, gnadenlos untergeht. Und hey, ich habe wahrscheinlich jetzt das absolute schlechte Setup, weil ich gegen die Sonne filme und weiß der Geier. Aber, ja, egal. Aber ich habe jetzt einfach Bock, mich nach dem Laufen gehen am Gelände abzustützen, kurz ein Video reinzusprechen und nachher vielleicht baden zu gehen. Und da sind wir schon bei dem ersten Punkt: nachher baden gehen, nachher Bier trinken, nachher das machen, worauf man Bock hat, das machen, was richtig Spaß macht, dass man sich hinterher belohnt, dass man die Dinge macht, die vielleicht einen ein Stück lang weiterbringen, die einen dazu bringen, im Ausland durchzuhalten. Weil das Schlimmste, was ich denke, was man machen kann, ist hierher kommen, 2 Monate, 3 Monate, halbes Jahr Urlaub zu machen, Halligalli, Khachapuri zu essen, Rinkali zu essen, den ganzen Tag. Ja, könnt ihr ja trotzdem machen. Überall rumzudödeln, euch die Sonne auf den Pads scheinen zu lassen und es die ganze Zeit nur krachen zu lassen. Und dann, wenn ihr das dann hinter euch habt, weil erst das Vergnügen, dann die Arbeit, dann wollt ihr plötzlich anfangen durchzustarten, dann wollt ihr euch hier irgendwas aufbauen, dann wollt ihr anfangen, etwas zu verdienen und dann ist vielleicht auch das Geld alle. Und dann ist aber nicht nur das Geld alle, dann ist auch eure ganze Motivation am Arsch. Dann müsst ihr aufstehen, weil ihr erstmal voll gefressen am Boden liegt und gar nicht mehr richtig wisst, was es überhaupt heißt, irgendwas durchzuziehen. Was es heißt, nicht nur am vollen Tisch zu sitzen und das Essen oder das, ja, eigentlich zu fressen, alles in euer gierigen Schlund zu schaufeln, 5, 6, 7 Liter Bier am Abend reinzuhauen, weil es ja so schön ist, weil ja die Sonne so scheint, weil es ja so angenehm ist und der Bauch prall und braun gebrannt ist. Ja, all das macht euch vielleicht einen kleinen Moment glücklich. All das lässt euch am Anfang fühlen wie geil, die Welt ist schön. Hier will ich für immer bleiben, dieses Leben führen. Ich will in der Sonne hängen, den Sonnenuntergang sehen, das kalte Bier hinunterfließen lassen und ja, ein Khachapuri nach dem anderen fressen, bis ihr richtig voll seid. Und wenn ihr voll seid, dann am besten noch einen fetten Nachtisch, noch einen Brownie und alles das jeden Tag, 2, 3, 4 Monate lang, vielleicht auch ein halbes Jahr. Und dann, ja, und dann kommt der Winter. Und dann ist es nicht mehr so schön. Dann ist die Sonne weg, dann ist der Wind draußen. Und dann fangt ihr an, dann wollt ihr plötzlich laufen gehen, dann wollt ihr irgendwie ein Business starten, dann geht ihr ins Gym, dann geht ihr irgendwo euch mit anderen zusammen was aufbauen. Dann, ja, was macht ihr denn dann? Dann sagt ihr doch am Ende, ja, damit fange ich an, wenn die Sonne scheint, damit fange ich an, wenn der Wind weg ist, damit fange ich an, wenn die Zeiten besser sind und so weiter und so fort. Und genau das ist es meiner Meinung nach, woran die meisten Leute scheitern. Nicht nur hier in Georgien, sondern generell im Ausland, generell irgendwo auf der Welt, wo nicht die soziale Hängematte dafür verantwortlich ist, dass ihr ja doch irgendwo die Miete zahlen könnt, dass ihr doch irgendwo die Hühnchenkeule abknabbern könnt, bis ihr den vollen, fetten Wanst vor euch hertragt, den ihr nicht mehr wegkriegt, weil ja eigentlich das Leben komplett ohne irgendwelche Anforderungen an euch ist. Und ja, ich kann euch den Zahn ziehen, das läuft hier nicht so, weil diese soziale Hängematte, die ihr so gewöhnt seid im Ausland, auch wenn ihr sie nicht benutzt habt, aber ihr wusstet immer, dass sie da ist, die gibt es hier nicht. Die ist einfach nicht da, auf die könnt ihr euch nicht verlassen. Und das ist auch gut so. Und ich finde, das ist das Beste, was es gibt, dass diese soziale Hängematte weg ist, dass ihr nicht einfach
euch behandeln könnt wie euren Feind, dass ihr euch nicht hängen lassen könnt die ganze Zeit. Klar geht das mal 2, 3 Wochen, vielleicht auch mal einen Monat oder 5. Aber das Wichtigste ist, dass ihr mal 1, 2 Jahre überhaupt durchzieht. Weil wenn ihr die ersten 1, 2 Jahre überstanden habt, wenn ihr die ersten 1, 2 Jahre euch irgendwas aufgebaut habt, irgendwie dran geblieben seid, dann werdet ihr ums Verrecken nichts tun, was das gefährdet, zumindest nicht auf Dauer. Und das ist es, was eigentlich mir an Georgien, oder ich weiß nicht, wie es in anderen Ausländer-Spots so ist, aber was mir an Georgien so gefällt, dass man eben auch Leute trifft, also zumindest die, die länger hier schon sind, die auch irgendwie klargekommen sind. Ihr müsst nicht irgendwo der große Player werden oder so, aber wer es jetzt hier eine Weile durchgehalten hat, der hat zumindest irgendwie geschafft, klarzukommen. Mit denen macht es auch am Ende Spaß, rumzuhängen. Man hat kein Brainstorm, man ist hier immer irgendwo an einem Punkt, wo man jemanden trifft, der irgendwie auch eine Idee hat, der auch Bock hat, irgendwas zu machen, der Bock hat, irgendwas in seinem Leben zu machen, was vielleicht über diesen klassischen Weg hinausgeht, der nicht erst sagt, aber wir müssten das noch perfekt machen und das noch perfekt machen, bevor wir überhaupt anfangen können. Und lass uns mal lieber später starten. Wir brauchen noch einen Businessplan und so weiter und so fort. Und damit will ich nicht sagen, dass es schlecht ist, einen Businessplan zu haben. Aber es ist schlecht, gar nicht irgendwie loszulegen, sein Leben selbst in die Hand zu nehmen, gar nicht irgendwie loszulegen, was zu machen, einfach sitzen zu bleiben, liegen zu bleiben und so weiter. Und das Wichtigste ist, wenn ihr einmal unten seid, auch im Ausland, lernt schnell wieder aufzustehen. Bleibt nicht zu lange liegen, legt euch nicht sofort hin, bleibt erstmal eine Weile lang aufrecht stehen, geht raus, klärt eure Sachen, geht nicht erst den einfachen Weg, macht nicht erst Urlaub, sondern zieht durch. Und wenn ihr dann eine Weile lang durchgehalten habt, dann lasst euch auch das Bier schmecken. Lasst euch die Sonne gefallen, lasst euch die Haut bräunen. Und wenn ihr das gemacht habt, fangt wieder von vorne an. In dem Sinne wünsche ich euch, zieht durch.